Der größte Teil unserer Radreise an der Riviera führte östlich. Nach Genua kam der Schwenk Richtung Süden und zu den Cinque Terre. Von mir lange ersehnt, aber tatsächlich Sehnsuchtsorte? Auf alle Fälle erwarteten uns nochmal traumhafte Radstrecken und eine kurze Wanderung an den Hängen der malerischen Dörfer. Schon immer wieder erstaunlich, wie bedeckter Himmel auch die schönste Natur eintrüben kann. Auf dieser sehr sportlichen Etappe von Genua Richtung Cinque Terre waren wir über die gemäßigten Temperaturen und die einzigen paar Tropfen Regen auf der ganzen Reise nicht wirklich traurig. Es gibt mir aber die Gelegenheit, euch ein paar Fakten der Tour näher zu bringen. Die einzelnen GPS-Dateien findet ihr bekanntlich auf unserem Komoot-Account Hasen unterwegs. Mit allen Besichtigungen waren wir ca. 1500 Kilometer und 12.000 Höhenmeter unterwegs. Obwohl meine Gattin den ganzen Sommer mit dem Leit-E-Bike unterwegs war, bereitete uns das gewählte Pensum ohne Motor wenig Probleme. Wir konnten im Vorfeld einfach wieder wesentlich längere Strecken und diese nur bei Bedarf mit Unterstützung bewältigen. Ich war schon etwas verblüfft. Die Unterkünfte haben wir wie immer allesamt weit im Voraus gebucht, wobei als erstes im April der Flixbus von Florenz nach München anstand. Die Mitnahme der Fahrräder erschwert die Sachlage einfach enorm. Blöd nur, dass wir keine Fernwanderer sind. Sportliche Königsetappe dieser Reise von Genua bis zur Unterkunft oberhalb Moneglia. 3 größere Anstiege. Das ist der letzte davon. Dann sind wir ins Ziel nach 65 Kilometer. Es war nicht heiß. Gott sei Dank war es heute nicht heiß. Gott sei Dank. Sonst wäre es schwierig geworden. Gut? Alles perfekt.
Ankunft an den Hängen über Monelia. Endpunkt 400 Meter. Morgen gibt es die Königinnen-Etappe. Da sagt dann Franziska was dazu. Am Morgen waren plötzlich die hellen, strahlenden Farben an den Hängen des Ligurischen Meeres wieder zurück. Und später an diesem Sonntag sollte sich also am ersten der 5 malerischen Dörfer zeigen, ob wirklich die ultimativen Sehnsuchtsorte auf uns warteten. Überraschenderweise auf 450 Meter haben wir jetzt schon. Von 130 jetzt nach. In Ligurien auf dem Weg nach Monterosso al Mare. %9. Ganz schön windig in Ligurien auf 550 Meter über dem Meer. Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all our promises? Who am I to say there's nothing left? Who am I to look down? Who am I to say you won the war? When all I did was fight so hard, I forgot what I was fighting for. Who am I to save us breaking down? Who am I to turn around? Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight for it better than I fought for you. Who are you to say you changed your mind? You've known it since the winter fell and you've just been biding your time. I won't ask no questions, I'll back down. 'Cause I got time and I ain't wasting mine. Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight for it better than I fought for you. 'Cause I fought for you. I fought for you. Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all our promises? Der Fahrradaufzug am Bahnhof und dem kleinen Hafen von Framura hat uns schon fasziniert. Aber die anschließenden 6 Kilometer der alten Bahntrasse mit den perfekt ausgebauten Tunneln und den dazugehörigen Galerien vorbei an den Sandstränden von Bonassola und Levanto waren einfach nur atemberaubend schön. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Stand
cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. Selten, dass man mal einen Anstieg so genau nachvollziehen kann. Da unten, Mare vor einer Stunde und dann da rauf. Respekt, gnädigste. Gern geschehen. Du wolltest die Cinque Terre. Remind me of you, trying to figure out. Jahrelang liegt sie mir schon in den Ohren, dass unbedingt um eine Cinque Terre möchte. Und heute ist soweit. Monte Rosso al Mare, das erste Dorf der Cinque Terre. Und jetzt war fast sprachlos. Fast sprachlos. Einer der schönsten Tage unserer Radtour, das war heute. Ein Highlight nach dem anderen. Wahnsinn. Jetzt Monte Rosso al Mare. Sprachlos, sage ich einfach da. Oben geht's! Und dann mit 6, was da alles wirklich an Herrlichkeiten geboten sind. Ein kurzer Rundumschwenk. The shore Berge und Meer kann man da was sagen. the open sea, cannot take this anymore. Cannot take this anymore. Cannot take this anymore. Così bella, that's how beautiful you are. Come una giornata soleggiata, gli occhi d'una figlia appena nata. Con il cielo pieno, così bella, that's how beautiful you are. Così bella ed anche più sei tu. Halb 10 in Monte Rosso. Die Sonnenschirme wieder in Reihe und Glied, die aber noch etwas auf uns warten müssen. Der zweite Tag im Nationalpark Cinque Terre ist für eine Wanderung zum Nachbarort Vernazza reserviert. Ohne Räder, aber auf 4 Kilometer in unberührter Natur
mit herrlichen Aus- und Tiefblicken. Es war eine kurze, aber heftige Wanderung. So kann man sagen. Jetzt liegt also das ersehnte erste Cinque Terre-Dorf hinter uns. Bis auf die Tatsache, dass ich das erste Mal mit Feuerquallen Bekanntschaft machte, war der Aufenthalt in Monterosso al Mare sehr entspannt. Auch weil für Promenade und Strand mehr Platz da ist, verteilt sich der Touristenstrom recht gut. Ganz im Gegensatz zum gestern auf einem herrlichen Weg erwanderten Vernazza und dem heutigen Tagesziel Manarola. Sie bieten zwar eine traumhafte Kulisse in den engen Gassen, aber viel zu viel Gedränge. Wie so oft im Leben ist es einfach besser, es beim Blick von oben zu belassen. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Read
myself on top of me. I don't want us to start again. Oh, get it in, I'm not your friend. Oh, oh. When everything's been said. Guten Morgen. Den südlichsten Punkt der Reise haben wir in Frankreich am Anfang von der Côte d'Azur erreicht. Jetzt gerade im Augenblick haben wir den höchsten Punkt der Reise erreicht, und zwar über Monte Rosso. al Mare auf 550 Meter. Wir sind auf dem Weg von Monte Rosso nach Manarola und damit auch zum Ende von Ligurien und langsam dann auch zum Ende von unserer Reise. Die sportlichen Höchstleistungen haben wir heute schon vollbracht, weil der Anstieg war jetzt in einem Stück, aber ist ganz gut gegangen. Auf geht's weiter! Everything's been done. I'll be down the street, all passed out on rum. 'Cause I'm trying to forget you. I'm trying to forget about you. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me, just breathe on me, and don't cover me, babe. Don't fill me with this false charades. I can't do this anymore, or I'm not up for hurting no more. When everything's been said and everything's been done, I'll be down the street, all passed out on rum. 'Cause I'm trying to forget you. I'm trying to forget about you. There's nothing I wouldn't trade. Oh, now bleed if you gotta bleed, or leave if you gotta leave. Scream if you gotta scream. Misbehave if that's what it takes. Oh, run if you gotta run. I said come if you gotta. Eine ganze Tagestour auf einen Blick. Vom Monte Rosso da Rand. Jetzt die Cinque Terre Höhenstraße. Bis da oben. Oh, dream. Oh, when everything's been said and everything's been done, I'll be down the street, all passed out on rum. 'Cause I'm trying to forget you. I'm trying to forget about you. It's nothing I wouldn't trade. Can you feel my spirit go? Can you see my spirit go? Wahrscheinlich kaum nachvollziehbar, dass uns nach so vielen Stunden Videobearbeitung an bestimmten Stellen immer noch wehmütige Gefühle überkommen können. Hier bei der Abfahrt nach Manarola einerseits, weil die Cinque Terre Höhenstraße so dermaßen entspannt war und weil sie praktisch auch den Abschied von der grandiosen Natur an der Riviera einläutete.